Heute gibt's von jedem etwas. Wir simulieren und wir spielen dann auch noch gleich gegen Arminia Bielefeld. Das Live-Spiel jetzt aber erstmal gegen Waldhof Mannheim. Letzten Spiele sahen auch weiterhin gut aus nach dem Unentschieden gegen Dresden, wo ja schon gefühlt alle gedacht hätten, wir brechen jetzt ein. Duisburg verspielt noch den Aufstieg, folgte ein souveränes 2-0, glaube ich, oder 3-0 zu Hause. Ich weiß den Gegner schon gar nicht mehr, ey. Schon voll die Alzheimer. Naja, werden wir uns gleich da nochmal angucken. Wichtig ist jetzt hier gegen Mannheim direkt nachzulegen. Dann werden wir nämlich auch die Hinrunde im nächsten Part beenden mit dem Spiel gegen Münster. Das mache ich dann auch nochmal live. Dann bin ich halt immer noch am Spekulieren, was ich machen soll. Auf dem Transfermarkt und so weiter. Aber jetzt gucken wir erstmal hier, was unsere Jungs machen. Vorne mit Ginczek, der spielt ja standardmäßig, oder habe ich den gar nicht aufgestellt? Wo ist denn Ginczek? Ach, habe ich den gar nicht aufgestellt? Spielen immer noch Quinones und Piazza. Ja, das wollte ich ja nochmal umstellen. Apropos Piazza, das hat er gerade gehört. Und schon macht er das 1-0. Nach 28 Minuten. Und was ich auch nochmal loswerden will, das habe ich ja völlig vergessen. Der zweite Teil meines Votings für den Karrieremodus EAFC 25 ist draußen. Da stehen jetzt nochmal 4 Mannschaften zur Auswahl, die nochmal eure Unterstützung brauchen. Stimmt also ab bis Freitag, den 13. September. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Bis um 18 Uhr habt ihr also Zeit. Ihr könnt gerne die Umfrage teilen mit euren Freunden, mit euren Kollegen. Und dann mal gucken, ob eure Lieblingsmannschaft dann gewinnt oder ob es vielleicht eine ganz andere Mannschaft wird, mit der man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Ich freue mich auf jeden Fall, egal welche Mannschaft es wird. Ich habe Bock auf den neuen Karrieremodus, auf unsere allererste Saison dann. Sind wir mal sehr, sehr gespannt. So, also hier erstmal die 1-0-Führung zur Pause. Sah alles relativ entspannt aus, ne? Es ging meistens nur auf das Tor der Mannheimer, aber aufgepasst. Wir können auch mal schlechte Minuten haben oder beziehungsweise auch mal 1-2 Minuten nicht so wachsam sein, aber das haben wir wirklich ganz, ganz selten. Wir legen gleich nach. Antuna. Minute 53, sehr, sehr schön, 2-0. Es läuft. Mit großen Schritten Richtung Herbstmeisterschaft, Wintermeisterschaft, je nachdem. Und Mannheim, wen haben die eigentlich so? Vorne Boyd, okay. Terence Boyd. Ansonsten, ich verfolge hier die dritte Liga nicht so intensiv. Die anderen Namen werden euch wahrscheinlich auch ein Begriff sein, wenn ihr die dritte Liga verfolgt. Achtung, Mannheim kommt. Aber ungefährlich, ungefährlich, ungefährlich. Dann bin ich gespannt, was auch unsere Verfolger machen. Aue und Dresden, ob die weiterhin dran bleiben. Jetzt kommt erstmal das dritte Tor. Dritter Torschütze, Huerta. Ich muss das gleich mal standardmäßig einstellen. Ich hätte gedacht, dass ich das schon gemacht habe. Ginczek von Anfang an vorne rein. Dann Quinones als hängende Spitze. Piazza dann auf der Bank. Aber eigentlich kann ich den jetzt nicht auf die Bank setzen. Der hat heute getroffen. Achtung, Mannheim kommt. Mit Wagner. Jetzt fallen aber die Tore wie am Fließband. Hier 1-3 nur noch. Noch 20 Minuten auf der Uhr. Oh, oh, oh. Wird das doch nochmal heikel? Wird das doch nochmal eine enge Kiste hier? Ich glaube es nicht, aber wer weiß. Da müsste es aber jetzt schon mit dem Teufel zugehen. Nochmal die Chance. Abschluss kommt. Und das dürfte es jetzt eigentlich gleich mehr oder weniger gewesen sein. Achtung, Verwirrung im Strafraum. Wer kriegt hier den Rebound? Wer sucht doch mal den Abschluss? Huerta mit dem Doppelpack. Und jetzt ist es die Entscheidung. Also 1:4. Road to 100 Tore hatte ich auch ausgegeben. Das Ziel. Neben dem Ziel natürlich ungeschlagen aufzusteigen. Das wäre natürlich das Highlight. Der krönende Abschluss hier von EAFC 24. Aufgepasst, Mannheim kommt nochmal. Ha, aber sie dürfen nicht. Weil es faul war oder abseits. Egal, ist ja auch nicht mehr wichtig. Wir gewinnen 4-1 gegen Mannheim. 10 Schüsse. 2 Schüsse von Mannheim. Dresden spielt unentschieden. Aue verliert. Also auch da spielt die Konkurrenz wieder mit. Im Prinzip können sie uns eigentlich jetzt schon den Aufstieg... das sind schon 13 Punkte Vorsprung. Das ist schon heftig. Aber gut. Weiter geht's. Jetzt gegen Bielefeld. Das spielen wir live. Zwischendurch. Und dann gibt es nochmal 2 Spiele gegen Halle, habe ich gerade gesehen. Und gegen Ulm. Genau. Dann gegen Münster nochmal live. Und dann geht's mit der Simulation hier weiter. So. Also wir gehen rein. Und zwar einmal hier umstellen. Zack. Dann haben wir das jetzt einmal standardmäßig. Piazza ist ja trotzdem auf der Bank. Er hat jetzt schon eine 74. Der kann auch zur Not Mittelstürmer spielen. Aber ich finde Ginczek einfach so ein typischer, klassischer Wandspieler. Und Quinones, der
kann da hinten dann nochmal, oder dahinter seine Stärken nochmal ausspielen. So, Janda, vor uns liegen wichtige Spiele. Der hat halt jetzt so ein bisschen verschissen. Also, gehen wir rein. Bielefeld ist 12. Wir sind weiterhin ungeschlagen Tabellenführer und ich hoffe, dass das auch nach dem Spiel gegen Bielefeld so bleibt. Dann geht's rein. Nächstes Derby. In der dritten Liga gibt es halt so viele Derbys, weil halt so viele Mannschaften aus dem Westen halt hier spielen. Ne? Viktoria Köln unter anderem ist ja hier mit dabei. Dann haben wir Bielefeld, Verl. Ne? Die sind ja auch im Westen besiedelt. Also von daher Dortmund 2. ist auch mit dabei. Also hat schon was hier. Dritte Liga hat schon seinen Charme. Aber natürlich wollen wir den nächsten Sieg. 44 geschossene Tore, das spricht natürlich für sich. Ist halt aber auch nicht verwunderlich, ne, bei dem Kader, den wir haben. Aber ich möchte, wie gesagt, hier ungeschlagen bleiben. Möglichst viel schießen, möglichst wenig Gegentore bekommen. Ja, Quinones macht sich schon mal auf den Weg. Jetzt fehlt Ginczek zum Beispiel. Der winkt da schon. Ja, lauf mal rein, dann kriegst du eine Flanke. Ja, schade. Abgefälscht. Oh, Gustafsson hat viel Platz. Da ich ja weiß seit neuestem, dass hier Reyes auch einen richtig guten Hammer hat. Der darf dann auch ruhig mal aus 20, 25 Metern drauf schießen. Das war also nicht so verkehrt. Vorne Fabian Klos, der spielt ja oder hat auch über 10 Jahre da bei Bielefeld gespielt. Eine Legende. Viel erlebt, aufgestiegen, abgestiegen. So, und bei uns kommt Quinones, unten Antuna. Oh, schöner, harter Ball. Aber der war genau richtig. Abwehr ausgehebelt und dann Antuna. Schade, auch ganz knapp übers Tor. Mensch, gegen wen war das denn? Nach dem Spiel gegen Dresden. War das Regensburg? Nein. Wer war das denn, ey? Bin ich doof? Ah, Ingolstadt, natürlich. Ja, jetzt habe ich es wieder. Gegen Ingolstadt haben wir dann 4-0 gewonnen. Da ging es dann wieder bergauf. Dann waren dann alle Kritiker stumm gestellt. So. Ginczek, Huerta. Jetzt muss Ginczek wieder vorne rein. Er will natürlich immer Lücken frei machen oder beziehungsweise Räume frei machen für seinen Mitspieler. Aber er fehlt dann auch vorne drin. Da wäre er gewesen. Schade. Und Fröde, zack, der steht richtig. Gutes Stellungsspiel, aggressiv. Und wieder Ginczek, der spielt die Bälle richtig gut in die Tiefe. Und wieder Antuna. Ja, und die Bielefelder, die schwimmen schon. Ist noch nicht mal eine halbe Stunde hier gespielt. Wieder Antuna, über den geht wirklich viel. Quinones, oh, gegen Oppi. Na, willst du den Ball bekommen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Wieder hier 99, defensiv. Fairer Zweikampf. Und dann darfst du diesen Ball halt auch einfach nicht gewinnen, weil die Chance nach vorne wäre einfach zu gut gewesen. Gustafsson. Jetzt aber dazwischen. Fairer Zweikampf. So, und jetzt schnell nach vorne. Wie schnell geht's nach vorne? Quinones. Oh, das war zu schnell. Schade. Gustafsson. Aber irgendwann ist es auch hier wieder nur eine Frage der Zeit. Also ich meine, wir sind ja auch wieder hoch überlegen. Das war ganz klar. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Manchmal ist es auch ein bisschen Geduld. Aber irgendwann wird sich Bielefeld auch nicht mehr dagegen wehren. Huerta, Ginczek, wo ist er? Oder am zweiten Pfosten Antuna. Ja, das war abseits. Aber er lässt Vorteil laufen zum Glück. Hier Diekmeyer, klar, der hat doch gegen Ingolstadt getroffen und Ginczek auch. Die haben unseren MSV hier wieder zurück auf die Erfolgsspur gebracht. Utaro, Mitsuta, Achtung, aufgepasst. Da kommt Fröde nicht ran, Yildirim, Achtung, Fabian Klos ist da. Und Malagon mal mit einer Chance, oh, sich auszuzeichnen. Aber auch hier, da spielen wir ganz, ganz souverän raus. Und jetzt, bisschen Platz und jetzt Antuna. Antuna, schön gemacht. Der Bielefelder Verteidiger sucht immer noch den Ball, schade. Da ist dann leider immer wieder ein gegnerisches Bein dazwischen. Ja, und Wörl macht das gegen 3. 5 Sterne Skill hat der. Überragend. Oh, guter Ball von Klos auf Putaro. Diekmeyer ist da. Ja, ist da. Holt den Ball. Und dann, ja, geht Bielefeld ins Pressing rein. Und das ist jetzt eigentlich die Chance, mal schnell umzuschalten. Aber natürlich muss das ein bisschen besser und ein bisschen genauer klappen. Also mit, ja, eines der schwächsten Spiele. Wir haben auch nur einen Schuss aufs Tor. Das war der von Antuna, der gefühlt 10 Meter drüber ging. Aber Ginczek. Ginczek, immer wieder Ginczek. Genau deswegen
Soll er auch von Anfang an spielen, weil der halt auch mal vorne einen Zweikampf fair gewinnt. Und dann ist ja eigentlich die Lücke auch da, mal einen Angriff aufzuziehen, aber dann fehlen halt die Mitspieler. Boah, große Lücken. Achtung, Putaro. Gegen Reyes, zack, eiskalt. Kurzer Prozess. So, jetzt Antuna nochmal, kurz vor der Pause. Oppi kommt hinterher, es ist niemand in der Mitte. Jetzt warten wir auf Ginczek, wo ist er? Wäre da gewesen, mal vielleicht durch den Eckball. Haben wir überhaupt einen Linksfuß? Wir haben doch auch einen Linksfuß bestimmt hier in unserer Startelf, oder? Haben wir nur Rechtsfüße? Ah, Angulo. Ist aber, glaube ich, Linksverteidiger. Egal, er macht das jetzt. Angulo zum Tor hingezogen. Huerta. Und wer kommt nochmal ran? Kommt leider keiner mehr ran. Also Halbzeit 0-0. Sehr überraschend für unsere Verhältnisse. Aber gut, du kannst halt auch nicht in jedem Spiel brillieren. Das war von Anfang an klar. Wir haben nur 3 Schüsse aufs Tor. Also irgendwie ist heute so ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht doch Piazza für Quinones mal. Ginczek, den lasse ich vorne drin. Zenger mal für Fröde oder kann Piazza... Guck mal, Piazza kann auch linke Seite. Dann bringen wir den mal für Huerta rein. Janda. Wo könnte der nochmal spielen? Für Fröde vielleicht? Ja, bringen wir mal Janda neben Fröde. Der wollte ja auch mal spielen. Der kriegt auch, glaube ich, eine gute Stärke. So 75, 76. Das ist für so eine ja, gestandene Zweitligamannschaft, das ist das halt auch ein guter Spieler. Aber bis dahin, das dauert halt noch. Bis er dann die Gesamtstärke bekommt von 76. Von daher werden wir das jetzt hier nicht mehr schaffen, den so weit zu entwickeln. Deswegen spielen halt die Leute, die spielen. Und das halt auch aus gutem Grund. Oh, Achtung, Yildirim! Und das Tor für Bielefeld. Das Tor fällt für Bielefeld. Ja, auch ein schöner Wortwitz, aber da stand die Verteidigung auch mal irgendwie nicht so, wie sie stehen soll. Hier, Yildirim mit viel zu viel Platz und dann kommen 2, 3 Leute nicht hinterher und dann ist der halt drin. Da kannst du nichts machen. Yildirim wahrscheinlich mit seinem ersten Spiel heute. Der hat sich genau gegen uns heute das erste Tor aufgehoben. Ja, natürlich. Der Aygün, natürlich. Ey, Aygün, kein Problem. Ja, irgendwann gibst du mir mal einen Döner aus. Dafür, dass du dein erstes Saisontor geschossen hast. Es ist Wahnsinn. Auch das bekommst du nie los. Es wird auch immer wieder Spieler geben, die gerade gegen dich sein erstes Saisontor schießen. Oh, Ginczek. Gefährliches Ding, aber es geht weiter. Quinones, Ginczek steht wieder auf. Der lässt sich das nicht gefallen. Der schlägt gleich zurück. Arteaga, Flanke, ist halt keiner da. Oh, am zweiten Pfosten vielleicht. Antuna. So, und genau das ist vielleicht halt heute auch so ein Spiel, wo uns nicht so viel gelingt. Bielefeld kommt einmal vors Tor. Die machen dann das 1-0. Und somit holen die dann hier 3 Punkte wahrscheinlich. Und dann war es das mit unserem Vorhaben, hier 0 Niederlagen zu haben in der Saison. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Gustafsson, so, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen schneller und ein bisschen gezielter umschalten. So wie hier, Gustafsson, oben Antuna, habe ich gesehen, der kriegt auch den Ball. Antuna, abseits. Zebrastreifen, weiß und blau und Schluss. Die Torhymne verstummt. Schöner Ball mit dem Außenriss und dann war das. Ja, okay, das war abseits. Schade, schade. Aber so muss es gehen. Wir haben dann den Platz. Schnell nach vorne. 1, 2 Kontakte. 1, 2 Stationen oder auch mal sowas hier hinter die Abwehr. Da wartet dann halt auch ein Ginczek. Der braucht auch nicht viele Chancen. Gustafsson wieder fair. Quinones und da ist wieder Ginczek. Mit Diekmeyer, oder? Ja, Diekmeyer. Schade, kommt nicht vorbei. Es wird so eine Art Geduldsspiel und wieder Ginczek. Das ist Wahnsinn. Der gewinnt so viele Zweikämpfe. Der ist so wichtig und so Gold wert. Aber wir brauchen noch ein bisschen, um hier die Lücke zu finden. Saren Renbase, den ich ganz am Anfang haben wollte, mit der 70er Gesamtstärke. Das wäre dann unser bester Mann gewesen. Das wäre jetzt quasi genau umgekehrt. Wieder Ginczek, Gustafsson. Jetzt muss der eigentlich in die Mitte rein. Antuna und da ist Piazza. Nächste Chance. Es kommt näher. Die Einschläge, die kommen näher. Und irgendwann wird es fallen, das Ausgleichstor. Jetzt nämlich Angulo. Und jetzt zählt es auch. Schöner Eckball vom Tor weg. Ja, das kriegt Gustafsson gut hin und dann kommt Angulo von hinten gesprintet.
mit voller Geschwindigkeit. Der ist da nicht zu stoppen. Warum die keinen an Zweitpfosten stellen, weiß ich nicht. Der hätte vielleicht noch was machen können. Und somit steht es 1:1. Wichtig, Minute 66. Irgendwann muss es fallen, gerade in die Phase rein. Was kommt jetzt, ist die Frage. Wie geht's jetzt weiter? Mit dem Schwung jetzt von dem Ausgleich vielleicht gleich die Führung. Ginczek ist da, kriegt dann den Ball nach hinten. Schade, wenn er den da durchkriegt. Aber auch ihm gelingt nicht alles. Janda, da ist er. Ja, muss auch mal einen Foul ziehen, alles gut. Wir können hier nicht immer den Gegner kontaktlos durchs Mittelfeld laufen lassen, das geht nicht. Bujelab kommt rein, auch mal bei Schalke gespielt. Ey, hier sind Spieler vertreten in der 3. Liga. Davon wirst du deinen Enkel noch erzählen wahrscheinlich. So, nächste Chance. Arteaga vorne. Quinones. Jawohl, der ist da. Der ist frei. Und er macht das Tor. In alter Manier. Neue Position. Aber sein Torriecher hat er nicht verloren. Seine Qualitäten überragend hier. Quinones. Völlig frei. 14 Meter. Das ist eine leichte und lockere Aufgabe für ihn. Und Spiel gedreht innerhalb von knapp 8 Minuten. Ist Bielefeld jetzt gefordert, aber jetzt, glaube ich, wird es so ein bisschen wieder dahin gehen. Quinones, Piazza und Gustafsson, ja komm. Arteaga, wo ist Ginczek? Da ist Ginczek, lässt sich wieder fallen, gut gemacht, reißt Lücken für andere. Piazza, Quinones, Janda, gute Grätsche, könnte abseits sein noch, nee. So, das typische Spiel, ne? Der Gegner kommt einmal vors Tor, macht ein Tor oder 2-, 3-mal. Aber dann irgendwann, je länger das Spiel dauert, ist halt auch irgendwann eine Kraftfrage wahrscheinlich. Oder am Ende des Tages setzt sich halt auch dann Qualität durch. Oftmals, nicht immer. Ja, aber immer öfter. So, Ginczek wieder, perfekt, Arteaga. Der muss jetzt in die Mitte, ins Sturmzentrum. Da nehme ich den Freischuss mit. Den gönne ich mir. Obwohl, wer kann das denn? Quinones hat viel Kraft. Aber Piazza auch, ey. Der hat aber noch ein bisschen mehr. Wir lassen mal Piazza schießen. Bei den Keepern in der Liga, da traue ich ihm auch zu, dass er den reinmacht. So, knapp vorbei an der Mauer. Fast 4 Balken voll und gib ihm. Komm, 82. Minute. Piazza, ja. Das kannst du aber auch nur in der 3. Liga machen. Das hättest du in der Bundesliga. Der Keeper wahrscheinlich mit dem Fuß noch abgefangen. Oh, Diekmeyer. Auf der ungewohnten linken Position. Aber der kann das auch. Ginczek. Schöner Schuss. Beziehungsweise schöner Kopfball. Schöne Flanke. So, was kommt noch von Bielefeld? Die müssen jetzt natürlich. Aber hier reißen Lücken. Janda ganz unten. Gustafsson. Ja, das ist jetzt eine gute Aufteilung. Nur Ginczek fehlt wieder. Im Strafraum. Wo ist er? Janda. Oh, schlechter Ball. Na gut, auch da klappt halt nicht alles. Aber wir gewinnen viele Zweikämpfe heute. Das fällt mir wirklich auf. Egal wer im Mittelfeld, dieses Pressing, das klappt richtig, richtig gut. Auch hier Angulo von hinten raus, der Torschütze zum Ausgleich. Und ich glaube, das war es dann auch. Das ist es dann gewesen. Ginczek nochmal. Der 100. Zweikampf, den er hier gewinnt. Oh, der hat aber auch einen Wendekreis wie ein LKW. Frag nicht nach Sonnenschein. Und wieder, der ist wieder dazwischen. Das ist krass. Wirklich, wirklich krass. Und das war eine gute Entscheidung, dass Ginczek jetzt von Anfang an immer vorne drin spielt. 2. Sieg im 2. Spiel. Jetzt haben wir noch 2 Spiele gegen Halle und gegen Ulm. Und wenn wir 4 aus 4 bekommen, das wäre schon mal nicht schlecht. Sehr, sehr schöner Sieg am Ende. Dresden gewinnt, Ingolstadt gewinnt, Mannheim gewinnt. Aber für die Dresdner und ganz besonders auch für Erzgebirge Aue ist das natürlich bitter. Saarbrücken ist da hinten auch noch. Oder ist auf dem 2. Platz vertreten. Spielen auch eine gute Runde. Ja, Janda, nur wegen dir. Als du reingekommen bist, ey. Da ging mir aber einer flöten. So, nächstes Spiel jetzt gegen Halle. Die sind auf dem 8. Platz. Können wir mal kurz auf die Tabelle gucken. Wie viele Punkte haben die Rückstand? Ja, 10 Punkte immerhin schon. Aber wer weiß, hier in der 3. Liga, da kann sich das Blatt so schnell wenden. Außer bei uns oben. Ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Wir haben schon 13 Punkte weiterhin Vorsprung. Aber gut, gehen wir rein.
Nächstes Spiel hier. Die spielen in einem 4-3-3 mit einem 6er und 2 Achtern. Auch eine gute Formation. Die kann man ruhig auch mal so spielen im Schnee. Gut, das muss ich ja nicht sehen. Dann rein. Simulieren. Mit Ginczek vorne drin. Das ist ja jetzt, glaube ich, standardmäßig geblieben, ne? Hoffe ich. Wo ist er? Ja, Ginczek vorne. So, jetzt bin ich gespannt, ob das auch hier in der Simulation mit Ginczek funktioniert. Ja, oder ob Halle hier die erste Mannschaft ist, die uns eine Niederlage besorgt. Das wäre natürlich bitter. Jetzt ausgerechnet hier in dem Spiel, wo ich nicht mit eingreifen kann. Also theoretisch schon, aber ich mache es natürlich nicht. Das wäre schon bitter, aber gut. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal, was wird. Und gehen was an. Aber auch so ähnlich wie gegen Bielefeld. Ey, wir pressen vorne. Oh, rote Karte? Für Baumann? Oder warum die rote Karte? Sind die schon ein Mann weniger? Aber ich weiß nicht. Mitbekommen! Das Tor habe ich mitbekommen. Antuna. 16. Minute, aber sind die nur noch zu 10? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, guck mal, tatsächlich. Baumann hat schon rot kassiert. Ist ja krass. Okay. Gut, dann kommt das natürlich auch noch mit dazu. Also, wenn wir hier ohne Niederlage durchgehen, wenn der Schiri uns jetzt hier auch schon rote oder den Gegnern immer rote Karten gibt. Gut, das ist natürlich heftig. Das heißt, Halle jetzt schon seit Minute 10 in Unterzahl. Ja, da fehlt jetzt ein Sechser, ne? Oder beziehungsweise Baumann war, glaube ich, der Sechser. Das heißt für uns jetzt natürlich viel Platz, um Gottes Willen. Achtung, Ginczek. Spielt uns natürlich dann auch in die Karten. Also im Prinzip läuft hier alles für uns. Mal gucken, wann das Glück aufgebraucht ist. Wahrscheinlich zu EAFC 25 werde ich dann einmal mit meinem Team unten durchgereicht. Nein, so schlimm wird es nicht werden, aber ist halt so, wie es ist. Mal gucken, wann sich hier die Überzahl auch mal im Ergebnis sichtbar macht. 1-0 ist natürlich ein bisschen dürftig. Ah, tatsächlich, 7. Minute, Baumann schon glattrot vor allem. Da muss er ja, keine Ahnung, jemanden bespuckt haben, von hinten rein gegrätscht haben. Jetzt haben sie, glaube ich, auch umgestellt. Viererkette ist trotzdem geblieben. Vielleicht ein 4-3-2, so sieht das aus. Oh, schöner Kopfball. Ja gut, sie haben jetzt ein 4-1-3-2. Ach, ein 4-1-3-1. So, da fehlt halt dann ein zweiter Sechser. Aber die kommt trotzdem. Achtung, mit der ersten Chance. Ein zweites Tor muss jetzt hierher. Los, komm. Mach hier keinen Quatsch. So, Achtung. Oh, das geht ja locker leicht hier. Quinones mit der Chance. Aber solange es halt nicht 2-0 steht, ey, das Ding ist halt hier auch dann noch nicht entschieden. Aber irgendwann brechen die ein. Also so ist meine Hoffnung. Irgendwann brechen die ein. Hinten stehen wir eh super. Bis auf ein, zwei kleinere Situationen. Von Huerta richtig gut gemacht. Quinones macht das alleine. Ja, aber dann zu umständlich. Ja, 4-1-3-1. Haben zwar neue reingebracht mit Ajani, wenn das so ausgesprochen wird, und Bonga. Und jetzt gibt es auch Rot für uns. Ach du Scheiße, Huerta. Was ist das denn? Hat der Schiri eine Wette am Laufen oder was? Huerta mit der glattroten Karte. Ja gut, aber ich kann hier jetzt nicht auswechseln, oder? Ist das ein Bug? Nein. Hä, das ist doch ein Bug. Wenn Huerta rot kassiert hat, ach, hä? Wie geil ist das denn? Spielen wir jetzt trotzdem noch zu 11? Das muss ich gleich mal sehen. Wenn wir hier Abschluss haben, jetzt kommt Halle aber erstmal durch Bonga. Und macht den Ausgleich in der 84. Minute. Sind wir aber immer noch 4-3-3. Hä? Was ist das für ein Bug? Ist ja geil, ey. Huerta hat rot kassiert, ich fülle einfach auf. Das ist ja, ey, Skandal. Auch wenn das jetzt hier 1-1 ausgeht. Gut, waren jetzt sowieso nur noch 4-5 Minuten. Aber wie geil ist das denn? Huerta kassiert eine rote Karte und wird dann trotzdem ausgewechselt. Ja, moin. Egal, gut, ey, dafür nehme ich das 1-1 gerne in Kauf. Die Verfolger gewinnen alle. Beziehungsweise Saarbrücken habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Aber was ist das denn für ein Bug? Jetzt ist er wahrscheinlich nicht gesperrt. Ja doch, jetzt ist er gesperrt, okay. Aber das musst du mal einem erklären. Also, Skandal. Da kassierst du eine rote Karte und darfst aber trotzdem mit 11 Mann weiterspielen. Naja, also, letztes Spiel jetzt hier gegen Ulm. Weiterhin ohne Niederlage. Müssen aber Huerta ersetzen.
Ja, dafür haben wir ja Qualität, dafür haben wir ja Piazza unter anderem, Huerta, darf mal zugucken und dafür kommt mal S-Wein. Komm, mal gucken. Aber ey, das ist wieder typisch EA. Typisch EA, da kriegst du eine rote Karte hier in der Simulation. Ich hätte also theoretisch eingreifen können. Was ist das für eine Formation? 3-4-3? Irgendwie ganz merkwürdig, aber gut. Das kriegen wir hin. So, hopp. Jetzt ausgerechnet nicht gegen Ulm. Das würde ich nicht so feiern, ehrlich gesagt. So. Und denkt dran, am besten wir kassieren so 2 rote Karten und die anderen auch. Wir dürfen ja mal auffüllen. Die Gegner nicht. So, dann haben wir es auch geschafft. Dann sind wir noch am Ende der Hinrunde angelangt. Sind dann natürlich Herbstmeister, Wintermeister und dann geht es halt echt nur noch darum, wann sind wir aufgestiegen rechnerisch. Das ist die große Frage. Und möglichst halt ohne Niederlage, das wäre wirklich richtig cool. Das würde ich sehr feiern. Oh, jetzt musst du aufpassen, gelbe Karte. Die Schiris mucken so ein bisschen auf, die wollen selber Spannung reinbringen. Die wollen uns in Unterzahl sehen. Aber jetzt ganz viel Platz. Ginczek muss er doch spielen. Auf Q9 ist er war doch da frei. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum er das nicht gemacht hat. Stark, stark, stark. Wir verteidigen einfach so viel weg. Gibt es den Eckball? Nee, doch nicht. Auch eine sehr interessante Formation. Hier Ulm mit einer Dreierkette. Ja, und Ginczek, wie immer, gewinnt natürlich den Zweikampf. Das ist so, so geil, dass wir vorne jemanden haben, der wirklich 10 von 10 Zweikämpfe gewinnt. Das geht halt aber auch natürlich nur in der Liga, weil die Verteidiger eine Reaktion haben von einem Faultier. Also da hat selbst ein Faultier eine schnellere Reaktion und das heißt schon was. Freistoß, wir könnten eingreifen. Vielleicht als Stürmer von Ulm, das wäre wahrscheinlich auch ein Bug. Aber Achtung, Freistoß kommt, gut gehalten. Action Poo hier, hopp, hopp, hopp. Gut geklärt, vielleicht noch vor der Pause. Wir haben ultra viel Platz. Da gibt es noch keine gelbe Karte. Aber da gibt es einen Freischuss. Den jetzt aus dem Hintergrund. Ja, nee. Wer findet die Lücke? Wer läuft sich am ersten? Oder wer läuft sich hier als erstes tot? Achtung, nächste Chance. 2-0. Antuna kurz vor der Pause. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr gut gemacht. Wie sagt man immer so schön, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Kurz vor der Pause, als die Ulmer hier gerade nochmal Hoffnung hatten, eventuell doch hier mal einen Sieg zu holen, aber ich glaube, das wird auch heute nichts werden. Piazza mit Gelb muss man aufpassen. Aber gut, wenn er rot sieht, dann kommt da wieder Huerta. Und dann wechseln wir irgendeinen anderen Spieler rein. Ey, krass. Aber trotzdem vorne die Ulmer aufgepasst. Chance kommt. Malagon darf sich auch mal ein bisschen auszeichnen, sonst hat er sich ja immer selber die Bälle aufs Tor geschossen. So, komm, 3 Mann vorne, Wahnsinn. Und immer wieder Ginczek. Der spielt immer auf der falschen Position. Der kriegt immer am falschen Ort die Bälle. Der muss ins Zentrum rein. Vorne drinne, dass die auch mal Flanken schlagen können. Aber der bindet halt auch viele Leute und verteilt die Bälle so und fast das 3-0 von Antuna. Vielleicht macht das jetzt Antuna. Wer möchte nochmal? Ach du Scheiße, der Ball, der war nicht gut. Aber es wird, glaube ich, auch hier nichts mit einer Niederlage. Das heißt, wir haben 3 Siege aus 4 Spielen. Das 1-1 gegen Halle. Gut, das sei mal so ein bisschen außen vor gelassen. Apropos, Achtung, ist doch noch nicht vorbei. Rösch. Die Rücknummer 43 heißt eigentlich, dass er fast nie zum Einsatz kommt. Also normalerweise bedeuten hohe Rückennummern immer, dass der Spieler nicht so oft spielt. Wahrscheinlich auch sein erstes Spiel gewesen, sein erstes Tor und sein einziges in seiner Karriere, obwohl er Stürmer ist. Aber dann doch 2-2, mal gucken. Dann haben wir 2 Siege, 2 Unentschieden und auch das Spielergebnis. Oh, gut, dass der Ball nochmal hochgegangen ist. Den habe ich schon drin gesehen, aber ich glaube, das war's. Wir verteidigen das jetzt, hoffentlich. 1 Minute Nachspielzeit, letzte Chance, aufgepasst. Ja, abgeblockt und das dürfte es jetzt gewesen sein. Jawohl, also 3. Spiel gewonnen. Ausgeglichenes Spiel so von den Chancen her. Ballbesitz bei Ulm ein bisschen mehr, aber das juckt im Prinzip nicht.
Dresden wieder gewonnen, Aue unentschieden. Dresden jetzt ein bisschen konstanter. Müssten jetzt Dritter dann sein oder Zweiter. Ja, vor Saarbrücken. So, dann haben wir jetzt noch ein Spiel gegen Münster. Das werde ich dann noch live spielen. Das Ende der Hinrunde und dann im Prinzip, ja. Die Stimmung in der Mannschaft ist deutlich besser geworden, seitdem du wahrscheinlich getroffen hast. Dennis. So, jetzt haben wir erstmal Winterpause. Achtung, sie könnten 16 Spieler verlieren. Da stecken dann die ganzen freien Spieler 100%ig dazwischen. Oh. Was ist jetzt los? Nein, die verlassen uns jetzt. Nach und nach. Wer ist das? Ich hoffe, keiner unserer wichtigen Spieler. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wer hat uns da gerade verlassen. Ach, Heidenheim hat Köter zurück. Ja gut, den können sie wieder zurückholen. Müller hat den Verein verlassen. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld. Guck mal, das sind halt die ganzen Leihspieler. Atjaga, Malagon, Piazza ist dabei. Antuna ist mit dabei. Gustafsson, Jesus Angulo. Die haben halt jetzt alle nur noch ein halbes Jahr Vertrag. 16 Spieler, um Gottes Willen. Da ist ja der halbe Kader futsch. Guck mal bei den Finanzen. Ja, 15,5 Millionen. Das ist halt unsere Silberware hier. Da haben wir rund 30 Millionen. Oh, wir könnten so viel Geld machen. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich... Ja, wen verschäbel ich denn? Huerta, also Quinones würde ich gerne noch behalten. Der ist echt ziemlich geil. Huerta eigentlich auch. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir auch einen anderen hole. In Verteidigung mit Angulo und Reyes musst du eigentlich auch lassen. Arteaga würde ich eigentlich auch lassen. Gustafsson könntest du eventuell zu Geld machen. Ja, Fröde direkt wieder abgeben will ich nicht. Da haben wir ja erst gekauft. Naja, also ich lasse mir da mal was einfallen. Wir haben ja noch ein paar Tage bis Münster. Und dann schauen wir mal, welche Mannschaft da auflaufen wird. Es ist immer noch Wahnsinn hier. 0 Niederlagen, 13 Punkte Vorsprung nach wie vor auf Dresden. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wir können auch noch alles verspielen. Aber ich hoffe es mal einfach nicht. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Das war eine XXL-Folge. Ich hoffe, ihr gebt hier XXL Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Macht's gut. Ciao, ciao.